Das Thema des heutigen Morgens und des heutigen Tages. Do not go entirely into shock. Geht nicht sofort und vollständig in Schock. Is innocence. Ist Unschuld. Today we are all going to be innocent. Heute werden wir alle unschuldig sein. Is that a good idea? Ist das eine gute Idee? Now, sometimes innocently we say things and put our foot in it. Manchmal sagen wir Dinge unschuldig und ganz unschuldig sagen wir Dinge und treten ihnen besten Messer. Actually, that is probably because we've lost our innocence and are not awake enough. Möglicherweise ist das, weil wir eigentlich dass wir nicht wach sind und unsere Unschuld verloren haben. Whereupon everybody interprets what they think has been said. Worauf dann jedermann das, was gesagt wurde, interpretiert. Because we have lost so often the wonderful innocence of the individual. So oft haben wir die wunderbare Unschuld des Individuums verloren. But in association with community. Im Zusammenhang mit der Einheit. For example, I said I, referring to going to England, doesn't mean I, me, it means that we are going to England. Zum Beispiel, als ich sagte, ich im Zusammenhang mit nach England ging, ich gehe nach England, das heißt nicht ich, sondern wir. But I would not, on the other hand, impose Wellington boots in the English rain upon Barbara. Andererseits würde ich Gummistiefel Barbara nicht aufdrängen in den englischen Sümpfen. And I realized as I was saying it, I should have said we, rather than I. Wir sagen sollen statt ich. And I'll tell you how this idea came about. Often creative ideas come about through either immense pain, suffering or even negativity. Wie kam es zu dieser Idee? Oft kommen kreative Ideen durch schreckliche Schmerzen. Something that wakes us up. Durch irgendetwas, das uns aufweckt. When we say something attracts us, it is automatically we feel it's something we like. Wenn wir sagen, etwas zieht uns an, denken wir automatisch, es ist etwas, was wir mögen. But it is not necessarily something we like. Aber dem ist nicht notwendigerweise so, es ist nicht notwendigerweise etwas, das wir mögen. We limit the wake-up call, the clarion, don't you see pictures of Gabriel? Wir begrenzen den Weckruf durch die Oh, isn't it Trompeten. Gabriel blowing the trumpet or War something? es Gabriel, der die Trompeten blåste? Wake-up calls. Anyway, we often limit them. If they attract us with the ha, it wakes us up. If we don't, we ignore them. Right? Wir begrenzen sie oft. If we like them, we say aha. Wenn wir sie mögen, sagen wir ja. I forgot that. I'll try better. Das habe ich vergessen, ich werde es besser machen. But if we don't like it, then we say, oh, Und wenn wir es nicht mögen, sagen, dann wehren wir ab. it does not concern me. Also es betrifft nicht mich. Your questions are absolutely marvelous, all comments from last night. Eure Kommentare des gestrigen Abends sind wunderbar. And I hope we're going to have a wonderful time with them this morning. Ich hoffe, wir verbringen eine gute Zeit heute Morgen damit. But the idea of innocence came out of something I was reading quietly. Die Idee der Unschuld kam mir, als ich etwas für mich las, About the life of a young boy in the First World War. über das Leben eines jungen Knaben im Ersten Weltkrieg. We're actually going to read a little bit in a minute about innocence. Woraus ich ein wenig vorlesen werde, was eben da auch die Unschuld betrifft. This is the very beginning of the book. Das ist der Anfang des Buches. And I want to not interpret the book, but give you what it meant to me when I was reading chapter 2. Ich will das Buch nicht interpretieren, aber euch ein bisschen davon erzählen, was es mir bedeutete, als ich das zweite Kapitel las. Let me read chapter 1 again. Das zweite Kapitel brachte mich dazu, das erste Kapitel noch einmal zu lesen. It's one of England's most famous authors. I actually used to know him. He's dead now. Einer der bekanntesten Autoren Englands, ist gestorben. And this particular book about a child's growing up has sold millions and millions of copies all over the world. Dieses Buch über dieses Kind, das heranwächst, verkaufte sich millionenfach auf der ganzen Welt.
And in the second chapter, he was talking. He was about 3. Im zweiten Kapitel war etwa 3-jährig. And one of 7 children, or 8, I can't remember. Eines von 7 oder 8 Kindern. And the second youngest. Der zweitjüngste. And every day, a man used to come out of the wood. Und jeden Tag kam ein Mann aus dem Wald. And he said, lovely warm eyes, very kind. Hatte diese liebevollen Augen. And the children looked forward to seeing him. Und die Kinder freuten sich, ihn zu sehen. And he lived in the woods. Lebte in den Wäldern. He was very dirty. War sehr schmutzig. And when he was offered a coat, he said, no, no. He said, I've got some sacks to keep out the weather. Und als ihm ein Mantel angeboten wurde, sagte er ab und ich habe da Säcke, mit denen ich mich bedecken kann. And then the mother would give him a bowl of porridge. Die Mutter gab ihm jeweils eine Schüssel Porridge. And then he'd go back to the woods again. Und er würde sich wieder zog er sich wieder in den Wald zurück. Now this author had the ability, and I knew him when he was 55, 60. Ich kannte diesen Autoren und er hatte die Fähigkeit, to describe in incredible presence what was happening. Was geschah mit einer Präsenz? What was happening in the moment, whether as a child or at your age. Mit einer Präsenz zu beschreiben, was im jeweiligen Augenblick geschah, ob aus der Sicht des Kindes oder des Erwachsenen. And he used to, I remember, he played the fiddle. Und er spielte die Fiedel. With folk music. And he smoked a pipe. Und er rauchte eine Pfeife. Which he propped on the end of the fiddle. Die er dann an der Fiedel festmachte. And you wouldn't normally notice this very much, would you? This is 50 years ago, I knew. Also das spielt vor 50 Jahren, also normalerweise, wenn man das liest, dann bemerkt man das nicht besonders. But he was such a total individual and so much part of life, all at the same time, you couldn't forget. Aber er war ein solches Individuum und Teil des täglichen Lebens, dass du es nicht vergessen konntest. And to use an expression I often use, nobody who came into his presence did not know they were loved. Und niemand, der in seine Gegenwart trat, wusste nicht, dass er geliebt wurde. Well, in this book, in chapter 2, this old man would go back in the woods, and then he turned around to his mother and said, Mummy, Mummy, doesn't he want to go home? Im zweiten Buch geht also dieser Mann in den Wald zurück und das Kind sagt zur Mutter, Mami, Mami, will er nicht nach Hause gehen? And in front of the old man. Vor dem alten Mann sagte das Kind. And he said, no, he said, I don't want to go home. He said, they'll get me. Nein, sagte der alte Mann, ich will nicht nach Hause gehen, sie werden mich fangen. I'm a soldier. Ich bin ein Soldat. And then one realized, just from that expression, und aus diesem Ausdruck eröffnet sich die Erkenntnis. It was in the middle of one of the worst times of that incredibly stupid war, the first one. Dass dieses Kapitel in der schlimmsten Zeit des Ersten Weltkriegs spielt. And that if he got caught, he would be shot at dawn because he was a deserter. Und weil ein Deserteur war und wenn gefangen genommen würde er erschossen werden. All deserters were shot at dawn, and that was that. Alle Deserteure wurden damals erschossen. And then, just at the end of the chapter, Laurie Lee, the author, said, one day the police came and took him away. I wonder if they took him home. Laurie Lee beschrieb am Ende des zweiten Kapitels, eines Tages kam die Polizei und ergriff ihn und ich frage mich, haben sie ihn nach Hause geführt? And he woke me up to such a point. Das hat mich zu diesem Punkt aufgeweckt. And I was considering how much we've lost our innocence. Und ich dachte darüber nach, wie sehr wir unsere Unschuld verloren haben. And there was another way perhaps I can explain what life living is about. Und eine andere Art, wie ich erklären kann, worum es im Leben geht. And to suggest that we can spend one day being innocent, seeing what it feels like. Und vorzuschlagen, dass wir einen Tag in Unschuld verbringen und schauen, wie sich das anfühlt. Yesterday, you remember I mentioned make your senses your friends and time will be on your side. Ihr erinnert
erinnert thousands euch, of times. wie ich gestern gesagt habe, macht die Sinne zu euren Freunden und Zeit wird auf eurer Seite sein. Das habe ich schon tausende von Malen gesagt. But if we're honest, we hardly ever use our senses. Aber wenn wir ehrlich sind, kaum je gebrauchen wir unsere Sinne. Like the laptops, we take them for granted. So wie wir unsere PCs als selbstverständlich hinnehmen, We don't train them. wir trainieren sie nicht. And they, in a sense, cease to grow in a way that they would like to themselves. Und auf eine Art hören die Sinne auf zu wachsen oder sich zu entfalten, wie sie es selbst gerne hätten. All of everything in this world Alles in dieser Welt is emanating from higher worlds, emaniert aus höheren Welten, worlds of light. Lichtwelten. Matter is the crystallization of light energy. Materie ist die Kristallisation von Lichtenergie. That is one way of looking at it, Das anyway. ist eine Art, das zu betrachten. Those beautiful, beautiful gifts God gave us, Diese wunderschönen Geschenke, die Gott uns gegeben hat, such as the senses, wie die Sinne, can only be trained from a higher level or a higher rate of vibration können nur trainiert werden aus einer höheren Ebene oder einer höheren Vibrationsschwingungsfrequenz. not from the same one. Nicht von derselben. And when I suggested you draw a picture of anger on a board, Als ich letzte Woche vorschlug, auf ein Papier ein Bild der Wut zu zeichnen, what does anger look like to you? wie sieht Wut für dich aus? Then I'd go and add some wings, a smiling face, and turn it round, right? Dann würde ich dann ein lächelndes Gesicht und Flügel dazu zeichnen. Because your anger might make me laugh like anything. Weil eure Wut bringt mich vielleicht zum Lachen. Because it's your problem, not mine. Weil es ist euer Problem, nicht meins. But we love to make it everybody else's problem. Aber wir lieben es, es zum Problem von allen anderen zu machen. And a great deal of this is because of this innocence, which we've all got. Und viel hat mit dieser Unschuld zu tun, die wir alle haben. So I decided to read, in great respect for Laurie Lee, In großem Respekt für Laurie Lee lese ich jetzt zu Beginn just a little bit of how he started life. ein bisschen davon, wie er das Leben begann. Age 3. Also im 3. Lebensjahr. Now, the reason he started life at age 3 is because he didn't know where he came from before he was 3. Der Grund, warum sein Leben mit dem 3. Lebensjahr begann, ist, weil er nicht wusste, woher er kam. Do you know where you came from? Wisst ihr, woher ich kam? And there are many levels in these stories, right? In diesen Geschichten gibt es viele Ebenen. Anyway, it was in the war and he was taken to a little farm Er war im Krieg und er wurde auf eine kleine Farm geführt, for safety reasons. aus Sicherheitsgründen. And he did have this extraordinary memory. He could memorize precisely what he felt like when he was 3. Und er hat dieses außergewöhnliche Gedächtnis, er konnte sich genau daran erinnern, wie er sich fühlte im 3. Lebensjahr. So remember, this is written as his impressions of when he was 3. Also erinnert euch daran, das sind seine Eindrücke, an die er sich erinnert, als er 3 war. I'm going to read it right through in English. It's not very long, quite short. And then Karen Montier has translated it. I should think it's very difficult, was it? Not too difficult. No. Well, you've lived in England, In a way, you see. yeah. It's different. She's lived in England a long time. But it's so beautiful. I just want you to listen. But I want you to, for the rest of the day to go back to your innocence and see what you've lost. Ich möchte, dass ihr heute den ganzen Tag zurückkehrt zu eurer Unschuld und seht, was ihr verloren habt. If you were just a little boy of 3, Wenn ihr bloß ein kleiner Junge seid von 3 Jahren, how big is a grasshopper? wie groß ist dann eine Heuschrecke? Now, if you were a little boy of 70, Wenn du ein kleiner Junge im Alter von 70 bist, who has come to realize there's not just 5 senses, but there's 12,
der sieht, dass es nicht nur 5 Sinne gibt, sondern 12. And one looks at life in a different way. Dann sieht man das Leben aus einem anderen Blickwinkel. Time and space are very different. Und dann sind Zeit und Raum sehr anders. And so the senses are not limited by time and space, and they do not neither go backwards nor forwards nor sideways, except by choice. Und dann sind die Sinne nicht von Raum begrenzt und können dann rückwärts, vorwärts, hoch und runter gehen nach Wahl. In other words, we are, all of us, Wir alle sind connected, verbunden, as J.G. Bennett would say, as everybody has said, wie J.G. Bennett gesagt hat und alle sagen, to higher worlds of light mit höheren Welten des Lichts verbunden, that are not outside or inside us, are we? There. die weder außerhalb noch innerhalb von uns sind. As we develop and come back to innocence, the beauty of life itself, So wie wir die Sinne entwickeln und zurückkommen zur Unschuld, wehrt sich die Schönheit des Lebens selbst. so we can come to realize that just the lovely senses of taste and touch and smell and so on, they have their own connection to higher levels too. Can you do that? Just the simple ones like taste, touch, smell, that they have their connections to higher levels too. Everything has its connection Sehen to wir, higher levels. dass die Sinne riechen, schmecken, hören, sehen, ihre Verbindung zu den höheren Welten haben. If we lose our innocence Wenn wir unsere Unschuld verlieren and forget the beauty of this life, und die Schönheit dieses Lebens vergessen, we become completely squashed, werden wir zerdrückt, grey sometimes, grau, manchmal limited and not fresh. begrenzt und nicht frisch. And I thought this is such a description of freshness. Und ich fand das eine so wunderbare Beschreibung der Frische. It's called first light. Es nennt sich das erste Licht. I was set down from a carrier's cart at the age of 3, and there, with a sense of bewilderment and terror, my life in the village began. The June grass, amongst which I stood, was taller than I was, and I wept. I'd never been so close to grass before. It towered above me and all around me, each blade tattooed with tiger skins of sunlight. It was knife-edged, dark, and a wicked green, thick as a forest and alive with grasshoppers that chirped and chattered and leapt through the air like monkeys. I was lost and didn't know where to move. A tropic heat oozed up from the ground, rank with sharp odours of roots and nettles. Snow clouds of elder blossom banked in the sky, showering upon me the fumes and flakes of their sweet and giddy suffocation. High overhead ran frenzied larks, screaming as though the sky were tearing apart. For the first time in my life, I was out of the sight of humans. For the first time in my life, I was alone in a world whose behaviour I could neither predict nor fathom. A world of birds that squealed, of plants that stank, of insects that sprang about without warning. I was lost, and I did not expect to be found again. I put back my head and howled. And the sun hit me smartly on the face like a bully. From this daylight nightmare I was awakened, as from many another, by the appearance of my sisters. They came scrambling and calling up the steep rough bank and parting the long grass, found me. Faces arose, familiar, living, huge shining faces, hung up like shields between me and the sky. Faces with grins and white teeth, some broken, to be conjured up like the genie with a howl, brushing off terror with their broad scoldings and affections. They leaned over me, 1, 2, 3,
their mouths smeared with red currants and their hands dripping with juice. There, it's all right. Don't you wail anymore. Come on down and we'll stuff you with currants. And Marjorie, the eldest, lifted me into her long brown hair and ran me jogging down the path and through the steep rose-filled garden and set me down on the cottage doorstep, which was our home, though I couldn't believe it. That was the first day we came to the village in the summer of the first year of the First World War. To a cottage that stood in a half-acre of garden on a steep bank above a lake, a cottage with 3 floors and a cellar and a treasure in the walls, with a pump and apple trees, syringa and strawberries, rooks in the chimneys, frogs in the cellar, mushrooms on the ceiling, and all for 3 and 6pence a week. I don't know where I lived before then. My life began on the carrier's cart, which brought me up the long, slow hills to the village and dumped me in the high grass and lost me. I had ridden wrapped up in a Union Jack, the flag, to protect me from the sun, and when I rolled out of it and stood piping loud among the buzzing jungle of that summer bank, then, I feel, was I born. And to all the rest of us, the whole family of 8, it was the beginning of a life. Das erste Licht. Ich wurde vom Umzugswagen abgesetzt, als ich 3 Jahre alt war, und so mit einem Gefühl von Verblüffung und Terror begann mein Leben im Dorf. Das Junigras, zwischen dem ich stand, war höher als ich. Ich weinte. Ich war dem Gras nie zuvor so nahe gewesen. Es überragte und umschloss mich. Jeder Halm war mit einem Tigerfell aus Sonnenlicht tätowiert. Es war messerscharf, dunkel und von einem bösen Grün, dicht wie ein Wald und voller Grillen, die zirpten und schwatzten und wie Affen durch die Luft sprangen. Ich war verloren und wusste nicht wohin. Eine tropische Hitze stieg vom Boden auf, der einen scharfen Geruch nach Wurzeln und Nesseln ausströmte. Die schneeweißen Holunderdolden säumten den Himmel und schütteten die Blüten mit ihrem süßen, erstickenden Duft über mich aus. Hoch über mir rasten aufgeregte Lerchen und schrien, als bräche der Himmel entzwei. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich außerhalb der Sichtweite von Menschen. Zum ersten Mal in meinem Leben befand ich mich allein in einer Welt, deren Verhalten ich weder vorhersagen noch ergründen konnte. Einer Welt von schreienden Vögeln, stinkenden Pflanzen und von ohne Vorwarnung herumspringenden Insekten. Ich war verloren und erwartete nicht, je wiedergefunden zu werden. Ich legte meinen Kopf in den Nacken und heulte, und die Sonne knallte mir wie ein Schlag ins Gesicht. Aus diesem Albtraum bei hellem Tageslicht wurde ich, wie aus vielen anderen Albträumen, von meinen Schwestern geweckt. Sie purzelten laut rufend die steile Böschung hoch und fanden mich, als sie das Gras durchkämmten. Rosige, vertraute, lebendige Gesichter, große, strahlende Gesichter, die wie Schilde zwischen mir und dem Himmel hingen. Grinsende Gesichter mit weißen, zum Teil abgebrochenen Zähnen, die wie Flaschengeister mit Geschrei auftauchten und das Entsetzen mit lautem Schelten und ihrer Zuneigung verscheuchten. Sie beugten sich über mich, 1, 2, 3. Ihre Münder waren mit roten Johannisbeeren verschmiert und von ihren Händen tropfte der Saft. Na, na, es ist ja gut, nun hör schon auf zu heulen. Komm nach Hause und wir werden dich mit Johannisbeeren vollstopfen. Marjorie, die Älteste, hob mich in ihr langes braunes Haar und rannte mit mir den Weg hinunter durch den abschüssigen Rosengarten. Dann setzte sie mich auf der Schwelle des Hauses ab, das mein neues Zuhause war, obwohl ich es nicht glauben konnte. Das war der Tag, als wir in das Dorf kamen, im Sommer des letzten Kriegsjahres des Ersten Weltkriegs. Wir bezogen ein Haus, das in einem
einen halben Morgen großen Garten am steilen Ufer eines Sees stand. Ein Haus mit 3 Etagen, einem Keller und einem Schatz in den Wänden. Mit einer Pumpe und Apfelbäumen und Stachelbeeren, Krähen im Schornstein, Fröschen im Keller, Pilzen an der Decke. Und das alles für 3 Schilling und Sixpence pro Woche. Ich weiß nicht, wo ich vorher lebte. Mein Leben begann auf dem Umzugswagen, der mich über die langgestreckten, flachen Hügel zu dem Dorf brachte, der mich in das hohe Gras fallen ließ und vergaß. Zum Schutz vor der Sonne war ich in die englische Fahne eingewickelt worden. Und als ich herausrollte und laut heulend in dem summenden Uferdschungel stand, wurde ich, glaube ich, in diesem Moment geboren. Und für uns alle, die ganze 8-köpfige Familie, war es der Beginn eines neuen Lebens. Thank you, and thank you for translating that. Danke, Karin. Yes, I thought it might be very difficult. So it's just an idea to give you. You know, I was looking at the way I so-called give the teachings. Eine Idee, die ich euch geben möchte mit dieser Unschuld. Ich schaute auf die Art, wie ich euch die Lehren geben kann oder gebe. I don't say I'm a Sufi teacher or something. Ich sage nicht, ich sei ein Sufi-Lehrer oder irgendetwas. But I do try and give the teachings that emerge within the present moment, which is very much dependent upon how awake you are. Aber ich gebe die Lehren, so wie sie auftauchen, im gegenwärtigen Augenblick, was sehr davon abhängig ist, wie wach ihr seid. And I just like to dwell a minute on this idea of innocence. Ich möchte über diese Idee der Unschuld ein bisschen fabulieren. Imagine you're living in New York. Nehmen wir an, ihr lebt in New York. After September the 11th. Nach dem 11. September. Soon after September the 11th. Kurz nach dem 11. September. There's dust flying, there's dead bodies, there's smell, there's horror. Staub in der Luft, tote Körper, Geruch in der Luft. The whole world's attention is drawn to this appalling disaster. Die Aufmerksamkeit der ganzen Welt ist auf diese Katastrophe gerichtet. And yet you are in Manhattan. Und doch seid ihr in Manhattan. And somebody once told you Und jemand hatte dir einmal gesagt, that if you're to be really of service, dass wenn ihr wirklich zu Diensten sein wollt, it is necessary you wake up innocent every day. es nötig sei, dass ihr jeden Tag unschuldig aufwacht. How could you do it? Wie könntet ihr das tun? Because I was always told that, actually. Wake up innocent every day. Mir wurde das immer gesagt, jeden Tag unschuldig aufzuwachen. Since I was very young. Seit ich I sehr mean, jung war. about the same size as that one. Ich war so jung wie dieser Knabe. Shorter than the grass. Kürzer als das Gras. And got smaller and smaller as I got bigger and bigger. Und das Gras wurde kürzer und kürzer, so wie ich größer und größer. If you see what I mean. Wenn ihr seht, was ich meine. And it's something for us to consider, because whatever you see in this world has already happened. You've heard me say it 100 times. Hunderte von Malen habt ihr mich sagen hören, dass was immer ihr in dieser Welt geschieht, bereits geschehen ist. As Rumi said, it all starts with thought. Wie Rumi sagte, alles beginnt mit Gedanken. That disaster again in Iraq last night, yesterday. Die Katastrophe gestern im Irak, gestern Abend. One of the most beautiful men in the United Nations. Einer der besten Männer der Vereinten Nationen. Died with 17 others, maybe many more. Starb mit 17 anderen, vielleicht noch mehr Menschen. When they drove a truck into the United Nations building in Baghdad. Als sie einen bombenbestückten Lastwagen ins Gebäude der Vereinten Nationen in Bagdad fuhren. And kaboom! Und es explodierte.
difficult not to react, of course, Es ist schwierig, nicht zu reagieren, natürlich. but very good to be quiet and stop for a moment. Aber sehr gut, um still zu werden und für einen Moment innezuhalten. Not to identify. Nicht zu identifizieren. And to have this awakened intelligence, which some people say I'm good at helping people with, Und diese erweckte Intelligenz zu haben, von welcher einige Menschen sagen, dass ich das gut which by mache. the way is awakened through light, Die übrigens durch Licht erweckt wird, if that's any interest. wenn das von Interesse ist. Because if I'd identified, I'd have turned off the television. Wenn ich mich identifiziert hätte, hätte ich den Fernseher abgeschaltet. But I didn't turn off the television, and then I saw what Aber helped. ich schaltete den Fernseher nicht aus und ich sah, was half. Due to the nature of the sophistication, of the bomb that was used, Wegen der Kunstfertigkeit der Bombe, die gebraucht wurde, the planning involved, und der Planung. it must have been planned a long time ago. It all started with thought, didn't it? Alles beginnt mit Gedanke, also dieser Anschlag musste vor langer Hand geplant worden sein. And action then took place. Und dann wurde gehandelt. In the face of all this, at this time of history and in other times, Im Angesicht all dessen zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt der Geschichte und anderen Zeiten, if we look back very honestly and quietly, wenn ihr ganz aufrichtig und still zurückschaut, the people who have had the greatest influence on the vortex of conscious evolution sind die Menschen, die den größten Einfluss auf die Spirale der bewussten Evolution hatten, most of them anyway, die meisten wenigstens, have appeared the most innocent, erschienen die als die unschuldigsten. in what I really mean by innocent. Im wirklichen Sinne von Unschuld, wie ich es meine. They are awake to what is happening in the moment and having the intelligence to realize that whatever you see has already happened. Sie sind dem gegenüber wach, was im Augenblick geschieht, und wissen, dass es bereits in anderen Welten geschehen ist. It does not mean to say, going back to that bomb yesterday, that it was going to go off yesterday. Das heißt nicht zu sagen, sich auf die Bombe gestern zu beziehen, dass sie zu diesem Zeitpunkt losgehen würde. Remember the world of creative imagination I mentioned yesterday? Ihr erinnert euch, wie ich gestern die Welt der schöpferischen Imagination erwähnt habe. It did mean that thought put together into patterns Es bedeutete, dass Gedanke, der in ein Muster zusammengefasst wurde, activated by the agreement of living human beings, und durchs Einverständnis menschlicher Wesen aktiviert wurde, reached one of the higher worlds, which is called the world of possibility. erreichte eine der höheren Welten, die die Welt der Möglichkeiten genannt wird. And it does not mean to say the idea was real, Das heißt nicht zu sagen, dass die Idee wirklich war. because something that's real is real in all worlds, not in one and not another. Weil etwas, das wirklich ist in allen Welten wirklich, nicht in einer Welt und nicht in einer anderen. Best description of that is in Boulin's 29 pages paper. Die beste Beschreibung dessen ist in den 29 Seiten von Bülent. On the other hand, if there is a conjunction Andererseits, wenn es ein Zusammenspiel gibt, of different dimensions of time, ein Zusammenspiel verschiedener Dimensionen von Zeit, plans set out of the nature of time as we know it, sind Pläne, wie sie in der Zeit, wie wir sie kennen, geschmiedet werden, may take form and materialize. können diese Form annehmen und sich materialisieren. And that is why we say there's no creation in this world, there is only the becoming of being. Deshalb wird gesagt, es gibt keine Schöpfung in dieser Welt, nur das Werden des Seins. Now that's a rather serious way to talk about innocence.
Nun, das ist eher ernsthaft, um über Unschuld zu reden. I can only say that, and I won't be heavy, promise. Ich verspreche nicht schwer zu werden. That I really do feel one of the ways that I'm still alive, thank God, Ich kann nur sagen, dass eine der Arten, wie ich noch immer am Leben bin, is this memory I have of being awakened as a child to be fresh every day. diese Erinnerung, die ich habe, wie mir als Kind gesagt wurde, jeden Tag frisch und wach aufzuwachen. And yet realizing that the average person was not or could not be. Und doch realisierte, dass der Durchschnittsmensch nicht frisch und wach war und das nicht konnte. You know what a ferret is? Ihr wisst, was ein Frettchen ist? Yes, ferrets. Ferrets, little animals, yes, Kleine Tiere. used for catching rabbits and things. Frettchen und Raubtiere, um die Hasen zu fangen. Well, they won't eat dead meat. Also die fressen kein totes Fleisch. And in the war, one of my jobs was feeding the ferrets. Im Krieg war eine meiner Aufgaben, die Frettchen zu füttern. Because the ferrets had to go down the holes to catch the rabbits to feed us. Das Frettchen musste das Loch runtergehen, um den Hasen zu fangen, der dann uns fütterte. But they wouldn't touch cold meat, so I had to shoot the birds to keep the birds fresh. Aber die Frettchen würden kein totes Fleisch essen, also musste ich Vögel schießen, Right. um sie dann frisch den Frettchen zu To füttern. give them to the ferrets at the right time. Sie zur richtigen Zeit den Frettchen vorzulegen. And then they would go down the hole and chase the rabbits up the other end. Worauf das Frettchen dann die Hasen unten am Loch jagten. And because we didn't have enough bullets in those Der days, Hase würde am anderen Ende des Lochs hochkommen. Wir hatten nicht genug Munition. at the other end was me, Am anderen Ende des Loches war ich, aged about 6, das 6-jährig, with a big net. mit einem großen Netz. I had been out in the morning, right, Am Morgen war ich to draußen, shoot the bird, gewesen, um den Vogel zu to schießen, take it to the ferret, den Vogel zum Frettchen zu bringen. who by the way had been starved for 3 days first to make it hungry. Das Frettchen war 3 Tage lang ausgehungert worden, damit es wirklich hungrig war. Fasting, you know. Es hat gefastet. Then the ferret after 3 days went down the ground because it was hungry. Nach 3 Tagen ging das Frettchen ins Loch rein, weil es hungrig war. That answers several questions about digging. Das beantwortet verschiedene Fragen, das Graben des Frettchens. Because why should you want to dig if you're not hungry? I mean, So solltest du graben, wenn du nicht hungrig wärst. right? So then me and then run around the other end Ich rannte dann ans andere Ende with these nets, mit diesen Netzen, with my ear to the ground, mit meinem Ohr am Boden, because I learned to listen to rabbits underground. weil ich hatte gelernt, wie man Hasen hören konnte. And if they were going down one of the underground things that way, Und wenn sie diese Richtung rahmen unterirdisch, but they meant to be coming up the hole by my net that way, aber sie eigentlich also in dieser Richtung hochkommen sollte, wo das Netz war, I would run, würde ich rennen and stamp on top like a rabbit above them. und ich würde wie ein Hase da rumtrampeln. The rabbit would then run back to where I'd run to. Ich würde der Hase dann zurückrennen, wo ich wieder war, It would then run into the net. und ins Netz rennen. I didn't know the word Bismillah, Damals kannte ich das Wort Bismillah noch nicht, but I did remember saying a little prayer, killed the rabbit, aber ich erinnerte mich, ein kleines Gebet zu sprechen und tötete den Hasen. but you have to, unless you lose all innocence, complete what you say you do, like decision exercises. Aber ihr müsst das abschließen, was ihr beschlossen habt zu tun, wie bei der Entscheidung. So the first thing I had to do when I got back was to take out the insides naturally. Also das erste, was ich zu tun hatte, als ich zurückkehrte, war den Hasen die Innereien rauszunehmen. Which I gave some back to the ferrets Einige der Innereien fütterte ich dem Frettchen as a reward, als Belohnung, before I starved them again. bevor ich sie wieder This is all auf to do Diät setzte. with bio, you know. And then I would skin the rabbit, Dann würde ich den
Hasen häuten and keep the rabbit skins, und behielt die Häute, which we then eventually sew together and send to the army to defend ourselves from the cold. Die Häute wurden dann gesammelt und an der Armee gesandt, die das dann zum Wärmeschutz gebrauchten. But every day was a new day. Jeder Tag war neu. You didn't know the mood of the ferrets. Ihr kanntet die Laune des Frettchens nicht. They might bite. They often did bite. Möglicherweise bissen sie, was sie häufig tun. And the rabbits might be grumpy. Die Hasen wären vielleicht mürrisch. Or too interested in sex to even be chased anywhere. Oder zu interessiert an Sex, irgendetwas zu jagen. Every day was different. Jeder Tag war anders. But the aim was clear. Aber das Ziel war klar. Catch the rabbit. Fangen den Hasen. So there's a story of innocence. Now, today we've agreed we're all going to be innocent. Das war eine Geschichte über Unschuld und heute sind wir alle damit einverstanden, Unschuld. And tomorrow you can bring back with you an example of innocence. Morgen könnt ihr ein Beispiel von Unschuld herherbringen. I do not necessarily mean a beetle. Ich meine nicht notwendigerweise einen Käfer. Or a rabbit. or a children's ice cream. Oder das Eis eines Kindes. But you can bring back the sensation, the emanation. Aber ihr könnt die Emanation, den Eindruck zurückbringen. And the atmosphere we will all have created by going back to innocence. And the room will feel very... Die Atmosphäre zurückbringen, die wir alle um uns geschaffen haben, in Unschuld. Und dann werden wir den Raum damit füllen. A simple way of giving teachings. Eine einfache Art, Lehren zu And I'm sorry if I do not know Venus is crossing Mars on a Tuesday. Und es tut mir leid, Except it's Wednesday. wenn ich nicht weiß und dass ich nicht weiß, dass die Venus den Mars kreuzt an einem Dienstag, obwohl es Mittwoch ist. There, now then.